Wenn der Blockstar zwei Dinge liebt, dann ist das Star Wars und dann sind das Lebkuchen. Wie krass, dass da in Dänemark wohl jemand genau meine Vorlieben kennt. Willkommen in der Noppenplätzchenscheune. Mein Name ist Blockstar oder wenn ihr wollt, heute auch Rolf Sokowski in der Weihnachtsbäckerei, denn ich möchte euch von Lego das Set 40806 vorstellen aus der Star Wars Serie, den Gingerbread 8080 bzw. den Lebkuchen 8080. Für die Älteren von uns ist es der AT-AT, im Star Wars Universum der All-Terrain Armed Transporter, also ein geländegängiger, bewaffneter, gepanzerter Transporter. Alle, die so ein bisschen in der Lego Star Wars Serie unterwegs sind, wissen ja, dass es schon ein paar Star Wars Sets mit weihnachtlichen Bezug gab. Letztes Mal gab es den Millennium Falcon in weihnachtlicher Dekoration, die 40658. Und es gab auch für Mitarbeiter schon mal die 400-2019, nämlich den Christmas X-Wing. Und wir alle kennen auf jeden Fall die weihnachtlichen Adventskalender mit Star Wars Bezug. Da gibt es immer allerlei lustige Figuren. Stormtrooper mit Pullovern, mit Weihnachtspullovern, diesen ugly Christmas Sweatern und viele lustige andere Figuren. Einen weißen Chewbacca zum Beispiel, der aussah wie ein Christbaum geschmückt. Oder wie jetzt hier in diesem 8080 einen Lebkuchen Darth Vader. Und ich lüge wirklich nicht, wenn ich sage, Lebkuchen, am liebsten Elisen mit hier so einem Zuckerüberguss, liebe ich total und deswegen musste neben meiner anderen Leidenschaft, nämlich Star Wars, dieses Set unbedingt daher und hier auf meinem Kanal reviewed werden. Denn das Star in meinem Kanalnamen hat ja etwas mit diesem Filmtitel zu tun. Genug gequatscht, schauen wir uns jetzt dieses Set hier, was hoffentlich auch sehr lecker ist, auf meinem Bautisch genauer an. Ja, Freunde, da liegt unser Lego Set 40806, der Gingerbread 8080, auf den Bautisch 697 Steinchen und ich habe Glück, ich bin schon über 10 Jahre alt, denn das ist die Altersempfehlung 10 plus. Highlight natürlich in diesem Set unser Gingerbread Darth Vader, die Star Wars alte Nummer SW 1483 und natürlich wirklich hier auch monetär das Highlight, denn wenn man mal schaut, bei deutschen Bricklink-Händlern wird diese Figur aktuell Mitte Oktober Stand 35 Euro plus gehandelt. Wenn man überlegt, dass dieses Set 59,99 kostet, ist das schon ein krasser Fakt. Wir haben hier unseren 8080 mit Lichterkette, einen Tannenbaum und die typische schwarze Star Wars Ecke. Auf der Rückseite sehen wir dann, dass wir hier ein Innenleben haben. Wir haben ein Cockpit und wir haben sogar hier einen kleinen Todesstern versteckt, wenn hier unser Lebkuchen Darth Vader sich zu einer Tasse Glühwein hinsetzt und chillt. Eigentlich öffnet man ja hier die Kartons, indem man diese Laschen eindrückt. Das möchte ich aber nicht machen, denn dieses Set wird ein, wie es sich gehört, weihnachtliches Set. Heißt, das wird auch wieder nach dem Heiligen Drei Königen abgebaut und geht in meine Klemmbaustein-Weihnachtskiste. Deswegen öffnen wir den Karton jetzt einmal so, wie man es nicht machen sollte. Ja, Freunde, da seht ihr, ich bin wieder da. Ich habe hier oben einfach die Klebestreifen getrennt und somit kann man den Karton auch ganz normal aufklappen. Ihr dürft als erstes reingucken und da sehen wir schon die Papptüten, die Lego seit neuestem hat. Der Karton ist leer, geht an die Seite. Wir haben eine Bauapfeltüte 5, 4, 3, 2, 1 und diese großen Gummiteile oder Hartplastikteile für unsere Lichterkette sowie die Anleitung. Und wenn man den Karton natürlich aufschneidet, hat man ein bisschen Papierfetzen rumfliegen. Ich kann euch logischerweise die Steine jetzt so nicht zeigen. Das ist der Nachteil dieser neuen Papiertüten.
die wir hier oben aufreißen können. Sie sind alle durchnummeriert und wir haben hier die Anleitung im handlichen Format mit Klammern zusammengehalten. Ich packe mal die Typen 2, 3, 4, 5 wieder vom Tisch. Die brauchen wir später. Seht ihr alles gleich im Speedbild. Wir bauen Lego-Anleitungen wie folgt. Wir können natürlich uns hier die Anleitung auch digital besorgen. Wir können mit dem Teiltrenner arbeiten. Wir reißen die Tüte 1 auf, bauen unseren Darth Vader und achten auf diese kleine Figur, die uns hier durch die ganze Bauanleitung durchleitet. Und wir sehen dann ungefähr, wo wir stehen. Pfeile weisen uns den Weg. Das macht uns Lego sehr einfach. Wir sehen hier immer in den Rechtecken, welche Steine wir brauchen. Und wir hangeln uns von Baustep zu Baustep zu Tüte zu Tüte. Und wir sind dann fertig auf den letzten Seiten. Auf der Seite 105 sehen wir unseren kompletten Lebkuchen 8080 mit Lebkuchen Darth Vader. Und den letzten Baustep haben wir 203 auf der Seite 104. Und traditionell bei Lego die letzten Seiten dann die Teile Übersicht und etwas Werbung und Hinweise hier für die Feedback-Möglichkeit auf der Webseite, wo man auch was gewinnen kann. Ich möchte, bevor wir loslegen und ihr euch schöne Fakten reinziehen könnt, ihr dürft ja mal raten, um was für Fakten es geht, euch ganz, ganz dolle Danke sagen. Fetten Dank an die Kanalmitglieder, die es möglich machen, meinem Kanal hier noch professioneller zu gestalten. Danke für eure Unterstützung, aber generell für jeden Zuschauer, für jeden Abonnenten, für jeden, der über diesen Kanal Blogstar redet. Ein fettes, fettes Dankeschön. Ihr seid die Geilsten. Und jetzt, Freunde, viel Spaß bei der Faktenzeit und mir beim Klemmen, wenn ich diese süß gewordene Star Wars-haftige Kampfeinheit hier bauen werde. Speedbild-Zeit ist Faktenzeit. Heute wird es süß, würzig und ein bisschen weihnachtlich. Denn wir sprechen über Lebkuchen. Das traditionsreiche Gebäck, das seit Jahrhunderten Herzen, Weihnachtsmärkte und ganze Städte erobert. Also schnappt euch einen warmen Kakao, lehnt euch zurück und wir tauchen ein in die Geschichte und in die Geheimnisse des Lebkuchens. Lebkuchen wird in vielen Regionen auch Pfefferkuchen genannt. Es ist kein modernes Weihnachtsprodukt der Industrie. Seine Geschichte reicht über 800 Jahre zurück. Schon im 13. Jahrhundert wurde in der Stadt Ulm im heutigen Baden-Württemberg ein erstes Lebkuchenrezept schriftlich erwähnt. Doch die eigentlichen Zentren der Lebkuchenkunst entwickelten sich wenige später in Aachen und Nürnberg. Besonders Nürnberger Lebkuchen erlangte schnell internationalen Ruhm und wurde im Jahr 1566, also vor mehr als 450 Jahren, sogar gesetzlich geschützt. Ja, richtig gehört. Lebkuchen hatte damals schon ihren eigenen Qualitätsschutz, lange bevor jemand Lebensmittelzertifikate oder EU-Siegel kannte. Warum heißt Lebkuchen nun aber eigentlich Lebkuchen? Da gibt es mehrere Erklärungen. Einige Historiker führen den Namen auf das lateinische Wort libum zurück, was so viel wie Fladen oder Opferkuchen bedeutet. Andere vermuten einen Bezug zum alten mittelhochdeutschen Wort leb für Heilmittel. Und das ist eigentlich gar nicht so abwegig, denn viele der enthaltenen Gewürze waren im Mittelalter teure Importwaren und galten als medizinisch wertvoll. Zimt, Nelke, Muskat und Ingwer waren früher rar und kostbar. Echtes Luxusgut für die Reichen. Ein Lebkuchen war also mehr als nur ein Snack. Er war praktisch eine Apotheke zum Naschen. Die Herstellung von Lebkuchen war traditionell ein Handwerk, das nur spezialisierte Bäcker, die sogenannten Lebküchner, ausüben durften. Diese Handwerkszunft entstand im 14. Jahrhundert und wer da dazugehören wollte, musste strenge Regeln einhalten. Nur wer Zugang zu den exotischen Gewürzen hatte und die Rezepte kannte, durfte offiziell Lebkuchen backen. Ein traditioneller Lebkuchenteig besteht aus Honig, Mehl, Nüssen, Mandeln und einer geheimen Mischung aus Gewürzen. Zucker, wie wir ihn heute kennen, existierte damals in Europa noch nicht so in großen Mengen. Daher war Honig das Süßungsmittel der Wahl. Je nach Rezept durfte der Teig mehrere Wochen bis Monate ruhen, damit er sein wertvolles Aroma entwickelte.
Dieser Reifeprozess wird auch heute noch bei hochwertigen Lebkuchen angewandt und macht einen großen Unterschied im Geschmack aus. Besonders berühmt wurde im Laufe der Zeit die Aachener Printen und die Nürnberger Elysienlebkuchen. Letztere gelten als die edelste Form, denn sie enthalten oft über 30% Nussanteil und im besten Fall gar kein Mehl. Nur wenn ein Lebkuchen mindestens 23% Mandeln, Haselnüsse oder Walnüsse enthält, darf er sich offiziell Elysienlebkuchen nennen. Und hier kommt ein kleiner Funfact noch dazu. Auf dem Nürnberger Christkindlesmarkt werden jedes Jahr über 2 Millionen Lebkuchen verkauft. Weltweit liegt der durchschnittliche Verzehr von Lebkuchen pro Person in Deutschland bei ungefähr 800 Gramm pro Weihnachtszeit. Das entspricht in etwa 6 großen Lebkuchenherzen. Und sind wir ehrlich, bei manchen sind es bestimmt auch mehr. Ich weiß gar nicht, wen wir hier meinen könnten. Lebkuchen waren lange Zeit nicht nur Naschwerk, sondern auch haltbare Reiseverpflegung. Durch den hohen Honiganteil und die Gewürze war der Teig lange haltbar und wurde beispielsweise von Pilgern und Soldaten als Energiespender mitgeführt. Die Gewürze wirkten antibakteriell und hielten das Gebäck frisch. Also fast wie ein mittelalterlicher Proteinriegel, nur deutlich leckerer. Ja, vielleicht haben Frodo und Sam ja doch eigentlich hier statt Lemmersbrot Lebkuchen gegessen. Heute gibt es Lebkuchen in vielen Varianten. Als Lebkuchenhaus, auch Hexenhaus genannt, als Herz mit Zuckerschrift vom Jahrmarkt, als gefüllte Variante mit Marzipan oder Konfitüre oder klassisch mit Schokolade überzogen. Besonders beliebt sind die kunstvollen verzierte Lebkuchenherzen, die wir gerade auch im Oktober auf den Oktoberfesten kennen, auf denen Sprüche wie „Ich hab dich lieb" oder „Du bist auf Zucker" stehen. Auch wenn man zugeben muss, dass diese Herzen oft mehr Erinnerung als Genuss sind, denn der Teig ist eher hart. Aber genau das macht ja den Kult aus, dass die sich ewig halten. Ich habe so einen schon mal gemacht und der hielt wirklich ewig. Er hielt sogar länger, dieser Lebkuchenteig für das Lebkuchenherz, als die Beziehung, für die dieses Herz gedacht war. Anderes Thema. Zum Schluss ein kleiner Blick in die Zukunft. Während Lebkuchen früher ein seltenes Festgebäck war, kann man heute schon ab September Lebkuchen im Supermarkt kaufen. Sehr zur Freude der einen und zum Leidwesen der anderen. Der früheste dokumentierte Lebkuchenverkauf in Deutschland fand einmal bereits Ende August statt, was zu einem kleinen Shitstorm in den sozialen Medien führte. Dennoch zeigt das nur eins: Lebkuchen gehört zu Weihnachten wie Tannenbaum und Lichterketten und für viele beginnt die Weihnachtszeit eben mit dem ersten Lebkuchenbiss oder mit dem ersten Lebkuchen 8080 von Lego. Also egal, ob ihr Team Losnaschen oder Team erst ab dem ersten Advent seid, Lebkuchen ist ein Stück gelebter Tradition, Geschichte und purer Genuss. In diesem Sinne, Freunde, auf Wiederbauen oder vielleicht eigentlich eher auf Wiedernaschen und viel Spaß jetzt beim Klemmbaustein-Review unseres Gingerbread 8080 von Lego. Nach genau 1 Stunde und 8 Minuten Bauzeit steht er da, unser Gingerbread 8080 aus Lego, das Lego Exclusive Set 40806 Gingerbread 8080, 697 Steinchen. Und Steinchen ist das Stichwort, damit fangen wir an. Typisch Lego haben wir eine ganze Menge Steine über, hauptsächlich hier Rounded Tiles und sogar aber eines dieser Nougat-farbenen Atemschutzmaskenteile von Darth Vader, aber auch die relativ neuen Steine, wie so einen Dachstein hier in 1x1 haben wir hier über und auch ein silbernes oder verchromtes Lichtschwert bzw. den Griff. Also typisch Lego, eine ganze Menge über und ich sage hier natürlich relativ neu, weil für mich relativ neu, denn ich habe ja hier lange auf meinem Kanal schon kein Lego mehr vorgestellt. Deswegen generell für mich ein Highlight hier an diesem 8080, ein paar Steine, die ich so noch nicht kannte, weil ich halt mehr klassische Systemsteine gebaut habe oder vor allen Dingen Kobi. Trotzdem, ich habe es schon ein paar Mal erwähnt, das Star in Blockstar hat etwas damit zu tun und deswegen musste dieses Set gebaut werden und vor allen Dingen auch gekauft werden. Ich habe es nämlich gleich Anfang Oktober in Billund im Lego-Haus gekauft. Ich konnte einfach nicht anders. Dieses Set ist einfach der Wahnsinn. Es gefällt mir richtig gut. Ich habe hier mal für euch die von mir erwähnte Chewbacca Sonderfigur aus einem Adventskalender hier mit
rausgeholt, einfach um ein bisschen das Ambiente zu schaffen. Und dieses Set hat ja nun mal eine sehr tolle Minifigur, hier unseren Darth Vader. Da gehen wir auch gleich drauf einmal ein. Ich habe euch ja gesagt, dass diese Figur hier relativ hoch gehandelt wird bei Bricklink, Stand jetzt auf jeden Fall bei meiner Recherche. Ich wollte euch aber mal meine teuerste Star Wars Figur zeigen. Die habe ich hier in so einen schlichten Beutel, nämlich meinen Chrome Darth Vader, der wohl auch sehr hoch gehandelt wird. Also diese Figur hier ist relativ hoch gehandelt bei Lego. Finde ich ziemlich krass. Ich habe die mal irgendwann in meinem Sortierkasten gefunden. Ich wusste gar nicht, dass ich sie habe. Jetzt bin ich ganz stolz, diese verchromte Figur zu haben. Mir gefällt sie relativ gut. Und wenn sie etwas wert ist, ist ja auch schön. Wobei ich natürlich sagen muss, ich bin Sammler von Star Wars, deswegen verkaufe ich es auch gar nicht. Deswegen sind mir hier die Werte relativ egal. Ihr könnt aber trotzdem mal eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Generell ist das Thema Star Wars ja auch eins mehr geworden für uns Erwachsene, gar nicht mehr so für Kinder, denn diese Figuren werden ja relativ schnell viel und hoch gehandelt. Deswegen ja auch meine Intention hier mit unserem Gingerbread Darth Vader. Über die Anleitung brauchen wir eigentlich gar nicht viel sprechen. Sie lässt sich relativ fix bauen. Ich habe es euch ja gesagt, ich habe circa 1 Stunde und 10 Minuten, genau 1 Stunde und 8 Minuten gebraucht, um dieses Gefährt in den knusperbraunen Lebkuchenfarben im Nougat zu bauen. Es wiederholen sich natürlich einige Schritte, wie hier am Fuß. Da sehen wir auch dieses schöne Schnee- oder Tortenzuckergussteil. Hier beim Baustep 121 sieht man es. Da bauen wir 4-mal, aber wenn man einmal so ein bisschen geblättert hat, beim ersten Mal fällt man noch drauf rein, wie oft man was machen muss, vielleicht, weil es sich wiederholt. Aber dann ist es überhaupt kein Problem. Habt ihr auch im Speedbuild gesehen, dass ich mir dann alle Teile auch gleich 2-mal oder 4-mal rausgelegt habe. Also wirklich wieder sehr einfach hier zu bauen. Teiletrenner war natürlich dabei und in den Papiertüten waren mitunter auch andere Papiertüten, habt ihr auch gesehen. Ich mag ja die Papiertüten auch, wenn man nicht mehr genau sieht, was sich an Steinen verbirgt. Man muss bei den Papiertüten auch aufpassen, wenn man sie aufreißt, dass manchmal sich so kleine Steine in den Kanten, das ist nun mal viereckiges, gefalztes Papier, dass da nichts hängen bleibt. Bei den durchsichtigen hat man es öfter mal gesehen. Bei den Papiertüten muss man wirklich darauf achten. Das so als kleiner Hinweis. Was mir hier ganz cool gefällt beim AT-AT ist einmal diese Lichterkette, die sich leider nicht genauso anbringen lässt wie jetzt hier auf dem Kartondesign zum Beispiel, weil sie doch sehr starr ist und sie hat auch eine gewisse Verwindung, typisch Gummi. Was mir aber gefällt ist, was ich richtig geil finde, dass wir hier schön aufklappen können. Wir haben nur ein Problem, ihr seht es, wie beim Auto müsste eigentlich hier so ein Federmechanismus da sein, denn das Dach geht ganz schnell wieder zu aufgrund des Gewichtes. Heißt, wenn wir so reingucken wollen, müssen wir uns beeilen, bevor die Klappe zugeht. Das ist aber nicht das Einzige, was sich bewegen lässt. Natürlich lassen sich auch hier die Beine an unserem AT-AT bewegen. Somit bekommt er dann auch eine etwas dynamischere Form. Ich habe schon einige lustige Varianten gesehen im Netz, wie man was hinstellen kann, wie man diesen AT-AT lustig drapieren kann. Es geht auch zum Beispiel ja die Variante aus Das Imperium schlägt zurück, wo der AT-AT auf die Nase gefallen ist. Nur müsstet ihr dann vielleicht noch einen Lebkuchen-Snowspeeder bauen, was sicherlich der eine oder andere da draußen schon gemacht hat. Also man bekommt die Beine auch hier wieder über die typischen Elemente hier, die Technikelemente auch bewegt. Ganz schön auch hier der Popo, typisch AT-AT. Ich habe schon einige gebaut von Star Wars und auch sogar nicht von Star Wars. Der gefällt mir hier einfach richtig gut, weil er einfach Weihnachten schreit. Wir haben hier den Hals an ein Technikelement. Wir haben hier vorne diese 3 Dreieckselemente und hier vorne auch, weil es vorne ist, einmal ja, die Kommandantenkuppel, das Steuerelement, wo nicht General Veers, sondern wir unseren Darth Vader reinstellen können. Schön überall Weihnachten. Hier diese Tortengussteile, diese Schneestapfer an den Füßen, das gefällt mir. Das Innenleben mit den Geschenken hier. Wir haben unseren kleinen Kamin mit Socken. Wir haben hinten eine Tasse, ja, wir sagen einfach mal Glühwein. In Amerika wäre es Eggnog. Und wir haben hier unseren kleinen Todesstern.
Zuckerstangen und hier auch Adventskranz, beziehungsweise ist es ja eher so ein Mistelkranz. Es ist ja amerikanisch so angehaucht. Hier sehen wir auch dann wieder hier Mistelkranz, Pflanzenelemente, sehr cool geworden. Auf der Rückseite, beziehungsweise auf der anderen Seite können wir natürlich auch aufklappen. Hier seht ihr es auch. Wenn man es richtig hochklappt, bleibt es hängen. Ja, also hier die rechte Seite oder linke Seite von mir aus, je nachdem wie man es gucken möchte, die geht zu. Hier, die hält etwas leichter. Liegt wohl etwas an den Pins. Naja, schauen wir uns die andere Seite an. Da haben wir auch Geschenke, da haben wir auch Einblick in diesen Fireplace mit der Tasse, mit den Untertassenelement und hier, wie gesagt, diese Kugel, die ich jetzt mal einfach als Todesstern verorten würde. Alles aufgebaut mit Hinge-Elementen jeglicher Art, die klassischen 1x2er, dann hier die 2x2er und dann hier die gebauten mit den Plates. Also richtig nice und überall die Brauntöne, die verschiedenen, um halt hier die Lebkuchenform darzustellen, beziehungsweise müsste Lebkuchen ja eigentlich vielleicht ein Tucken dunkler sein, passt aber schon. Ganz schön auch hier die Bewaffnung, einfach auch große Zuckerstangen und dann Skier, beziehungsweise Skispitzen, also die Skistöcke und dann hier die Zuckerstäbe, die ich auch ganz traditionell an meinen Weihnachtsbaum immer hängen habe. Die habe ich mir in meinem großen 50er-Pack, glaube ich, bei der Metro gekauft, weil ich es einfach cool finde. Ich bin ein riesengroßer Weihnachtsfan und ich kann es Weihnachten eigentlich gar nicht kitschig genug haben. Deswegen mag ich dieses Teil auch so gerne. Und schaut mal, man kann so auch ein bisschen reingucken, lüften lassen. Also wirklich ein richtiger schöner Gag. Man müsste hier irgendwie die Schlacht von Hoth komplett aus Lebkuchen nachbauen. Das wird ziemlich cool. Kommen wir aber zum Highlight, nämlich unserer Figur. Hier schön mit Zuckerguss auf dem Torso geprintet. Die Beatmungsmaschinerie. Wir haben hier einen Keks, wir haben das Laserschwert, wir haben einen gebackenen Umhang. Alles in diesen Light Nougat. Der Kopf ist auch so und da ist dieses Unterformteil für diesen typischen Darth Vader Helm, der jetzt ja zweigeteilt ist. Und auch auf dem Rücken haben wir hier Zuckerguss geprintet, die typischen Applikationen, die wir von Darth Vader haben. Und wir können unseren, dunkler Lord ist er ja nicht, außer man backt ihn noch länger, unseren knusprigen Lord, so nenne ich ihn mal, auch natürlich dann ganz normal, wie angeteasert, auch bei Lego in den Produktbildern hier reinpacken. Dann fährt er nur ein bisschen quasi, offenes Cabriolet, würde ich mal sagen. Also dann guckt er mehr raus, aber wir können ihn da rein stecken. So würde er dann da drin sitzen, aber richtig reinsetzen können wir ihn dann hier auf diesem Stuhl. Das werde ich auch gleich für die Bilder. Ihr bekommt natürlich wie immer Detailbilder gleich, wenn wir hier durch sind. Und übrigens für alle Star Wars Fans, es gibt auch gleich nochmal Fakten zum All-Terrain Armed Transporter, zum AT-AT. Das gehört sich so. Seht ihr, wir können auch da unseren Herrn Vader reinpacken. Und auf der anderen Seite haben wir sogar noch eine Seaglamp an der Seite, wo wir dann auch sein Lichtschwert ohne Licht reinklemmen könnten. Also hier könnte man es auch noch reinklemmen. Es müsste sogar mit Licht gehen, so. Na, ist schwierig, wenn ich euch das hier in der Kamera präsentieren möchte, so. Wobei es natürlich keinen Sinn macht, weil ein Laserschwert kann man ja schlecht am Laserbeam aufhängen, aber wir machen es mal. Also das könnte man machen, wenn man das hier abmacht. Also würde auch gehen. Also an alles gedacht. Ich habe mich erst gewundert, warum ist hier dieses Seaglamp über. So, Klappe zu, Darth Vader nicht tot, um Gottes Willen. Ganz im Gegenteil, knusprig, lecker gebacken. In diesen Lebkuchen mag ich auch sehr gerne. Habe ich euch gerade bei den Fakten gesagt. Also, ein geckiges, cooles Teil. Teilepreis typisch Lego, Setpreis typisch Lego. Mir ist es das wert. Ich habe es euch gesagt, die Figur ist es wahrscheinlich auch. Jetzt seid ihr gefragt. Schreibt mir eure Meinung gerne mal in die Kommentare. Ich bin froh, endlich mal wieder ein Star Wars Video hier gemacht zu haben. Und wenn es dann sogar so schön weihnachtlich wird, ich weiß, wir haben jetzt gerade erst Oktober, aber für mich könnte eigentlich Weihnachten 24/7, jeden Tag, jede Stunde, jede Woche im Jahr sein. 365 Tage Weihnachten hätte ich überhaupt kein Problem mit.
Schreibt mir eure Meinung gerne in die Kommentare. Jetzt bekommt ihr Detailbilder und dann schauen wir uns zum Abschluss noch einmal in die Augen, liebe Freunde. Wie versprochen bekommt ihr nun Detailbilder vom Lebkuchen AT-AT bzw. Gingerbread 8080 von Lego. Und während ihr euch an diesen süßen imperialen Kampfläufer erfreut, gibt es natürlich nochmal Faktenzeit. Der AT-AT bzw. AT-AT, offiziell All-Terrain Armored Transport, ist einer der ikonischsten Kampfläufer des galaktischen Imperiums in Star Wars. Erstmals zu sehen war er in Episode 5, Das Imperium schlägt zurück bzw. The Empire Strikes Back, beim Angriff auf die Echo-Basis auf den Planeten Hoth. Dort lag die Rebellenstation. Ein AT-AT ist rund 20 Meter hoch, also in etwa so groß wie ein sechsstöckiges Gebäude. Er wird von 4 massiven Beinen angetrieben und erreicht dabei zwar nur etwa 60 Stundenkilometer, wirkt aber durch seine schiere Präsenz furchteinflößend. Die Panzerung ist extrem widerstandsfähig gegen Blasterbeschuss. Nur Seilwinden, ionische Treffer oder gezielte Angriffe auf die Gelenke konnten ihn in den Filmen stoppen. Besatzung: 2 Piloten und ein Kommandant sitzen im Kopf plus Platz für bis zu 40 Sturmtruppler im Laderaum. Bewaffnet ist der AT-AT mit 2 schweren Laserkanonen an der Front und 2 leichten Blastern an den Seiten des Cockpits. Seine Aufgabe: Furcht sehen, Truppen transportieren und feindliche Stellung einfach niederwalzen. Ob in Plastik, als ikonisches Filmfahrzeug oder wie hier vielleicht ganz lecker aus Lebkuchen, der AT-AT bleibt ein Symbol imperialer Überlegenheit und hier als auch weihnachtlicher Baukunst. Ja, Freunde, da ist das Video schneller zu Ende, als dass ich hier für Lebkuchen-Nachschub sorgen muss. Denn im Laufe dieses Videodrehs haben diese Lebkuchen hier nicht überlebt. Vielleicht habe ich zu viel Fakten gelesen bzw. euch rausgesucht und ja, das eine führte zum anderen. Ihr könnt euch das vorstellen. Man gut, dass man Legosteine nicht essen kann, denn es sieht schon sehr verlockend aus. Unser Kampfläuferchen hier aus Lebkuchen. Aber ich habe ja noch ein bisschen was da. Ich glaube, als nächstes werde ich dann diesen Herren hier mal den Kopf abbeißen. Schreibt mir eure Meinung zum AT-AT aus Lebkuchen, zum Gingerbread AT-AT gerne in die Kommentare. Was haltet ihr von solchen Art von Sets? Ich freue mich, wenn ich auf meinem anderen Kanal Brickster euch wieder Lego Star Wars Adventstürchen von Lego öffnen darf. Wie gesagt, für mich eine perfekte Kombination, sogar unabhängig vom Lebkuchen. Star Wars und Weihnachten, das passt irgendwie zusammen. Ich finde das ganz cool. Aber das ist nur meine Meinung. Schreibt mir diese gerne in die Kommentare. Und gerne hypen, liken, kommentieren. Ihr wisst, das ist das, was quasi hier der Zuckerguss auf meinem Lebkuchen AT-AT ist, beziehungsweise auf meinem Kanal. Das lässt diesen Kanal wachsen und es war doch mal wieder Zeit für ein Star Wars Video, beziehungsweise für ein Lego Video. Weitere werden folgen. In diesem Sinne, Freunde, eine gute Zeit, auch wenn jetzt noch quasi Oktober ist. Weihnachten kommt schneller, als man denkt. In diesem Sinne, auf Wiederbauen und was sagt man denn? Eine gute Fahrt, ein guter Lauf, ein guter Mampf. Sucht euch was aus. Euer Freund, der Blockstar.